Das sieht ja wirklich aus wie ein Bett. Hä? Das sieht aus wie ein Bett. Ist ja ein Bett. Das Gestell ist ja ein Bett. Geräusche. Und immer quietscht. Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Oh mein Gott, ich habe gerade das Gefühl, als ist es eine Ewigkeit her, dass ich gefilmt habe. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. Es tut mir so leid. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass so lange kein Video kam. Das war echt nicht geplant. Wann war das letzte Video? Oh mein Gott, 58 Tage? Nein, sagt nicht, dass es schon fast 2 Monate her ist. Ich dachte, das ist so ein Monat her, aber doch nicht fast 2 Monate her.
Mein Gott, es tut mir so leid. Ich habe das nicht geplant. Ich hätte auch nicht erwartet, dass es jetzt doch so lange geworden ist. Tut mir auch leid, dass ich hier irgendwie nicht Bescheid sagen konnte. Ich wusste erstens nicht, was ich euch überhaupt sagen soll. Und zweitens, ja, wann ich wieder so loslege. Das ist jetzt, ja, spontan, sage ich jetzt mal. Beziehungsweise ich habe es dann auch nochmal die letzten Wochen so ein bisschen schleifen lassen, weil ich dann so Angst hatte jetzt, ja, was sage ich euch? Was wollt ihr jetzt von mir hören? Ich habe eine ungeplante Auszeit genommen, sagen wir es mal so. Alhamdulillah, Gott sei Dank, wir sind alle gesund. Ich hoffe, ihr habt euch keine Sorgen gemacht. Ich hatte bei Instagram kurz was gepostet und so. Aber ja, hier bei YouTube wusste ich nicht, wie ich euch da irgendwie Bescheid geben soll. Oder beziehungsweise, was ich euch sagen soll. Ja, deswegen kann ich euch nur sagen, es tut mir leid, dass es so eine lange Pause gab. Und ich hoffe, ihr habt Verständnis, dass ich das Ganze so ein bisschen privat lassen möchte. Weil einerseits ist es so, ich will zwar gerne mich mit euch so austauschen, weil eure Tipps und ja, was ihr so mitbringt und eure Kommentare sind mir immer sehr wichtig und sehr hilfreich. Aber andererseits gibt es auch immer Menschen, die einem nicht immer was Schönes oder ja, was Liebes wünschen, sondern auch Menschen, die sich freuen, wenn vielleicht andere leiden oder denen es nicht gut geht. Deswegen, ja, wie gesagt, will ich da das nicht so, ja, öffentlich machen, sage ich jetzt mal. Oder, wie gesagt, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich hatte halt einfach eine blöde Zeit. Ich kann auch nicht sagen, dass die jetzt wirklich ist. Aber das Leben geht weiter und ich bin halt so, ich denke mir so, ich will nicht rumheulen und euch mit irgendwelchen Sachen jetzt zutexten, weil es gibt Menschen, die aktuell wirklich viel Leid erleben und dazu gehöre ich, Gott sei Dank, Alhamdulillah, nicht. Wir nicht. Ja, deswegen. Aber, och, das ist genau mein Problem. Ich bin zu emotional. Genau das wollte ich vermeiden. Also, es ist alles gut. Es geht weiter. Oh, sorry. Oh, das will ich nicht. Ich will nicht, dass ihr denkt, irgendwas Schlimmes ist passiert oder sowas. Alhamdulillah, es ist alles gut. Ich habe meinen Struggle mit mir selber. Aktuell. Mit dem versuche ich klarzukommen. Also wie gesagt, sorry. Und ich hoffe, ihr habt da Verständnis für. Aber ich möchte auch weitermachen. Ich habe euch vermisst, wirklich. Ich habe euch wirklich vermisst. Mir hat die ganze Zeit irgendwas so gefehlt. Übrigens, die Kinder sind im Ferienlager. Wir haben ja hier in Berlin jetzt Sommerferien. Die Kids sind los. Heute ist schon Mittwoch. Oh mein Gott, die Zeit rennt. Die Kids sind Montag losgefahren. Die sind wieder wie die letzten 2 Jahre mit dem Ferienlager. Dieses Jahr aber sind sie an die Ostsee gefahren. Nicht so wie ich an die polnische, sondern die deutsche Ostsee. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wo die jetzt da sind. Auf jeden Fall, ja, die sind eine Woche da. Ich freue mich, dass sie so ein bisschen da entspannen können. Und wir sind hier auch, ja, den Rest der Sommerferien leider keinen Urlaub für uns. Ihr wisst, dass das immer schwierig ist zu 10. Deswegen wollte ich wenigstens, dass die Kinder eine Woche Spaß haben. Ja, weil das ist halt auch nicht so einfach, ne? Ich habe jetzt, es war jetzt auch diesmal ein bisschen teurer. Anscheinend, weil es Ostsee ist oder so, keine Ahnung. Ich habe insgesamt jetzt für alle 7 Kinder 2.300 € oder so bezahlt ungefähr. Und ja, stellt euch halt vor, wenn wir zu 10, wisst ihr, Urlaub, dann muss man da schon mit ja, vielen Tausenden von Euros rechnen. Das ist leider nicht möglich. Seit Montag ohne Kinder, das ist für mich so total ungewohnt, dass es hier so ruhig ist, dass ich nicht so für viele kochen muss. Ist natürlich auch ein bisschen Entspannung für mich. Und morgen geht es zu meiner Mama. Nutze ich mal die Tage, dass ich da ein bisschen bei ihr bin. Ja, ich dachte, ich verbringe ein bisschen Zeit wenigstens mit ihr.
Und ja, nehme ich euch nochmal mit. Und bevor ich fahre, muss ich mich hier jetzt erstmal um diese Sachen kümmern. Ich backe auch noch, also ich muss auch noch Teig ansetzen. Ich bringe meiner Mama ja immer Brot mit. Sie liebt ja so mein immer Vollkornbrot. Sie friert sich das dann immer ein und dann hat sie dann halt immer das Brot. Deswegen, das will ich auch noch backen. Aber wie ihr gesehen habt, super viele Gurken. Zu viele Zucchinis. Das ist viel zu viel geworden an Zucchinis dieses Jahr. Da muss Hikmet nächstes Jahr ein bisschen weniger von den Pflanzen einpflanzen, weil die sind auch die ganze Zeit so riesig. Ich habe jetzt da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 so eine fetten Zucchinis. Was soll ich damit machen? Bitte sagt mir, was ich damit machen soll. Schreibt mir, was ich alles mit der Zucchini machen soll. Ich werde jetzt einen Teil klein schnippeln und einfrieren, weil das kann man halt immer für Suppe verwenden oder wenn ich meine Gemüsepaste mache und so, dann habe ich ein bisschen Zucchini da auf Vorrat. Ansonsten habe ich jetzt ganze Zeit auch richtig viel mit Zucchini gekocht. Ich habe die überall in alle Gerichte reingehauen, aber ich komme jetzt nicht hinterher. Und jetzt, wo die Kinder jetzt die Woche ja auch nicht zu Hause sind, kann ich das auch nicht so verarbeiten. Ich werde einen Teil vielleicht später ein bisschen so braten und dann mit so Joghurt, Knoblauchjoghurt, das zum Abendessen heute für uns 3. Das mache ich. Dann hat Hikmet jetzt gerade eben noch mal ein paar Stangenbohnen gepflückt. Das ist jetzt auch so eine Portion, würde ich sagen. Die blanchiere ich schnell und die friere ich auch ein. Und bei den Gurken, schreibt mir da mal bitte, wir haben dieses Jahr, hatte ich euch ja gesagt, ne, das sind so chinesische Schlangengurken, die sind super knackig. Die sind richtig, richtig knackig, die sind richtig schön. Und dann auch weiße Gurken, ich habe hier eine, so sieht die aus. Das ist eine weiße, nennt sich weiße, ja, ist halt so ein bisschen gelblich, hellgrün. Das ist so eine türkische Sorte, ich habe vergessen, wie die heißt. Auf jeden Fall auch super lecker, so schön knackig, also die ist auch mega und diese chinesische Schlangengurke auch, weil die ist so richtig schön knackig. Das sind ja so, ne, wenn die kleiner sind, eigentlich eher diese Einlegegurken. Ja, schreibt mir mal solche Rezepte, wie ich so die einlegen kann. So, ne, das ist ja dann, hier kann ich ja nicht so kleine Gurken im Ganzen einlegen, sondern sowas in Scheiben und so weiter. Meine Mama hat mir ein Rezept geschickt. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig so polnisch ist oder so. Das hat meine Mama auch aus dem polnischen Facebook da irgendwo, hat sich das verbreitet, dieses Rezept. Das mache ich jetzt einmal, weil das ist halt so ein eingelegter Gurkensalat. Dann hat man halt, wenn man ja was als Beilage braucht, dann hat man das fertig. Und zwar, was war das? Einfach mit Zwiebeln und Karotten war das. Ja, sagt mir mal, was ihr jetzt macht in den Sommerferien. Fahrt ihr in Urlaub? Wart ihr im Urlaub? Geht's noch in den Urlaub? Wie gesagt, Berliner Ferien sind ja immer anders als woanders, ne? Und ansonsten lege ich hier einfach mal direkt los. Ich mache jetzt mal mit den Gurken weiter, weil ich habe gerade jetzt nochmal gesehen, das muss nämlich irgendwie 2 Stunden ziehen. Und zwar kommt da rein, ich muss das auf Polnisch, ne? Ich und Polnisch lesen. Ich bin ja mit 5 Jahren nach Deutschland gekommen. Da war ich in Polen nicht in der Schule, deswegen ist mein Polnisch sprechen ist okay, aber so lesen, schreiben schon mal gar nicht, aber lesen. Also hier ist jetzt Rezept für 4 Kilogramm Gurken. Ich schaue mal kurz, wie viel das so ist, ob ich das jetzt so doppelt mache oder nicht. Und dann halbes Kilo Karotten, halbes Kilo Zwiebel. Achso, ist so ein Glas Essig. Soll das ein Glas sein? Ich glaube, ich muss meine Mutter nochmal fragen. Schille. Das ist ja Abkürzung. Ja, ich glaube, es ist ein Glas. Ein Glas Essig. Achso, auch Glas. Dann ist auch ein Glas Zucker, ein Glas Öl. 3 Löffel Salz. Aber was? Esslöffel oder Teelöffel? Ja, Wischka ist Löffel. Aber ist das ein Teelöffel oder ein Esslöffel? Ach, ich muss meine Mutter anrufen. Dann Pfeffer und Knoblauch. Ach, doch einkochen, die Gläser. Oh. Ich dachte, ich muss nicht einkochen. Oh, genau darauf hatte ich keine Lust. Sagt mir bitte, was ihr noch kennt. Was so ohne Einkochen, so einfach. Einfach.
bitte. Ich meine, okay, das Einkochen ist jetzt auch nicht dramatisch, ne? 15 Minuten, sagt er hier. 4 Kilo, 92. Genau 4 Kilo. Obwohl, ich habe ja im Kühlschrank sogar noch ein paar Gurken. Das ist ja genau richtig, die Menge. Erstmal waschen die Gurken. Die sind so pieksig, ne? Die haben so diese richtig so Piekse-Stacheln. Aber beim Waschen sind die immer weg. Ist nur so, wenn man die dann so anfasst, ist die so pieksig. Aber beim Waschen sind alle Piekser. Fischhundin. No, mamuśka. Cholero jedna. Ja ci dam. Ja tu o 7 rano wstałam, ciasto piekę, poleciałam, fasolkę zebrałam, mówię zrobić ci fasolkę po polsku. Meine Mutter schimpft mit mir. Oder du Grenze. Sie schimpft, weil ich gesagt habe, dass ich heute komme. Und dann war ich gestern aber zu faul und habe gestern nichts gemacht. Włoskie? Czekaj, ja. Łyżeczki. Ach so, das ist der Unterschied. Jetzt habe ich das, meine Lieben. Łyżeczki sind, das ist ja so, hört sich so klein an. Łyżka ist Löffel und łyżeczki ist ein kleiner Löffel. Das hört sich so süß an. Łyżeczki. Kleine, to będzie? Poczekaj, ja to sprawdzę na wszelki No, wypadek. kontrolliere bitte, Mutter, kontrolliere. Das ist doch ein bisschen viel Gurke. Ich glaube, ich muss das auf 2 Schüsseln aufteilen. Die ist nämlich schon voll. Ich muss ja auch noch alles vermischen. Dann machen wir 50-50 hier. Dann mache ich den Knoblauch auch. Und mal die Hälfte hier. Und die Hälfte da. Jetzt noch die Karotten raspeln. Mache ich auch in der Maschine. Und die Zwiebeln. Ich mache den mal ein bisschen kleiner. Da stand zwar ganze, aber ich will, dass halt danach später in allen Gläsern ein bisschen Knoblauch drin ist. Deswegen mache ich den ein bisschen kleiner. Ich will, dass überall Knoblauch dran ist. Also Mutter hat gesagt, ich kann statt ein Glas Zucker dann ein halbes Glas nehmen und dann aber auch ein halbes Glas Essig. Ich schau mal. Ja, praktische Maschine. So, jetzt machen wir auch hier 50-50. 50-50. 50-50 Zwiebel. Ein Glas Zucker. Ich habe jetzt Rohrzucker. Ich mache jetzt nicht ganz ein Glas. Was ist das hier mal jetzt? Na, also, was wäre das dann? 250 Milliliter. Komm, jetzt die Hälfte hier. Ach, da hier alle reinschätzen, wa? Öl. Was für ein Öl nehme ich denn da? Eigentlich benutze ich hauptsächlich Olivenöl, aber ich weiß nicht, ob das geschmacklich hier passt. Dann nehme ich, glaube ich, doch eher Rapsöl. Also Salz war jetzt 3 Esslöffel, also mache ich jetzt 1,5. Das ist aber nicht so viel Salz, ne? Also mache ich jetzt ein und ein halbes. So. Jetzt Steinsalz. 1 und ein halbes. Dann haben wir 3, ne? 2 Teelöffel, also 1 Teelöffel dann hier.
denke, man könnte auch so Pfefferkörner nehmen, ne? Gibt ja auch Geschmack. Soll ich ein paar Pfefferkörner mit reinpacken? Bin mal gespannt. Also Taste-Test gibt es dann erst nächste Woche. Ja, aber ich mache das jetzt. Ich meine, theoretisch kann man das ja direkt essen, aber da ich dann morgen ja weg bin. Also ist die Hälfte hier hin. Ja, ich mache hier jetzt auch nicht ganz voll, so wie beim Zucker. Weil ich auch nicht so viel Zucker gemacht habe. Das ist jetzt Apfelessig, naturtrüber. Nie wszystko dokładnie mieszamy. Nein, hier steht nur genau vermischen und dann 2 Stunden stehen lassen. Gut, dann mache ich in der Zwischenzeit noch die Zucchini und noch die Stangenböhnchen noch, noch kurz blanchieren, damit das zum Einfrieren ist. Mache meinen Brotteig für morgen noch schnell. Und dann ist das auch dann schon fertig. Dann fülle ich das in die Gläser ein. Und dann einkochen. Und dann ist das ready, I guess. Oh, ich war beim Sport, ich habe voll Muskelkater. Ich kann gerade meine Schultern so schwer bewegen. Die ganze Arme tun weh. Oh. Ich trainiere immer noch hart, bis ich meine Pull-ups kann. Bis ich selber Pull-ups kann, also ne, mich selber hochziehen oben an der Stange. Noch kann ich es nicht. Dauert noch ein bisschen. Ja. Wenn ich ein bisschen mehr Salz reinmachen soll. Also schreibt mir auf jeden Fall, ich kann auch Zucchini einlegen, aber ich weiß nicht, ob das so Sinn macht, wenn man dann Zucchini was in Scheiben oder in Stifte, wie man die schneidet. Genau, falls ihr eben auch sowas macht, sagt mir mal, was ich alles so mit der Zucchini machen kann. Und weiter solche Gurken, Salate oder irgendwie eingelegte, irgendwas mit Scheibchen halt. Weil hätte ich jetzt alles kleine Gurken, dann weiß ich ja, hätte ich polnische eingelegte Gurken gemacht. Aber da ich ja diese großen Gurken habe. Gut, dann lassen wir das jetzt mal 2 Stunden stehen. Ist das so? Passt. 2 Stunden? Okay. Passt, passt. So, die Stangenbohnen habe ich blanchiert, abgeschreckt und jetzt in den Gefrierbeutel. Und ich mache jetzt so ein bisschen die Luft raus. Ich mache das immer einfach mit einem Strohhalm. Ja, so ist das Ganze ein bisschen platter. Ah, die hat jetzt ein bisschen größere Kerne. Die schneide ich dann raus. Also die letzten, die wir hatten, die hatten gar nicht so große Kerne. Eigentlich so gut wie gar nicht. Zwei Stunden sind um. Jetzt füllen wir das Ganze in die Gläser. Ich habe jetzt hier meine 1,5 Liter Weggläser genommen, weil ich denke, das ist so genau richtige Portion für uns, wenn wir dann ja, Gurkensalat essen wollen. Auf jeden Fall sieht man auch, dass da richtig viel Flüssigkeit jetzt ist. Und jetzt, ich weiß nicht, ob die 4 reichen. Mal gucken. Mal kicken. Ich habe die nur einmal mit kochendem Wasser einmal ausgespült. Genau, die waren ja vorher auch sauber. Und mal gucken, dass ich das jetzt hier... Ja, es wird ein bisschen Sauerei. Ich muss ein bisschen sauber machen danach. Auch ruhig so ein bisschen quetschen. Das ist mal nicht ganz so voll. Nochmal, wenn ich drücke,
ist da richtig viel Flüssigkeit. Also da brauche ich nicht noch. Vielleicht mal so ein bisschen. So, würde ich sagen. Ja, ich glaube, das wären mehr als 4 Gläser. Glas Nummer 1 ist ready. So. Jetzt koche ich die Gläser ein. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich habe unten einen größeren Topf, aber ich war jetzt zu faul, nach unten zu gehen, in den Keller, um den Topf zu holen. Ich bin mir nicht sicher, ob das in Ordnung ist, dass es nicht komplett unter Wasser ist. Ich meine, ich lasse es ein bisschen länger einkochen, die 2 großen. Den kleinen hole ich dann später raus. Also ich habe jetzt 4 große und ein kleines Glas und ich habe auch die ganze Flüssigkeit verwendet. Also war auch genau richtig. Aber ja, sag mir mal da Bescheid für diejenigen, die regelmäßig einkochen, ob das eigentlich normalerweise bedeckt sein muss oder nicht. Gurkensalat ist fertig. Ich habe mit meiner Mama nochmal geredet. Also spart euch die Antwort mit dem, das hätte bedeckt sein müssen. Es hat super lange gedauert, bis es dann oben auch warm wurde. Ich hoffe, das ist was geworden. Meine Mutter meint ja, weil das ist ja nicht so richtig so eingekocht. Ne, weil das ist ja der Unterschied, ne, ob du was fermentierst oder einkochst. Ne? Und hier meinte sie, das ist ja nur so ganz leicht eingekocht und fermentiert trotzdem auch ein bisschen. Ja, deswegen, ich habe keine Ahnung. Wir werden sehen, was draus geworden ist. Aber meine Mama meinte auch, das wird im Winter gegessen. Ne? Dafür ist es ja da, ne? Dass man halt das, was man im Sommer erntet, dann eben für den Winter hat. Den Salat. Das heißt, wir probieren das erst irgendwann im Winter. Also geduldet euch. Ja, ich bin gespannt und wie gesagt, ich warte auf eure Rezepte. Schreibt es gerne in die Kommentare, dann mache ich das auf jeden Fall nach. Vielleicht eben so einfache, schnelle Sachen. Also ich lasse das jetzt noch abkühlen und dann kommt das Ganze in den Keller. In der Zwischenzeit haben wir Abendessen gegessen, deswegen jetzt ist es spät. Ich bin K.O. und mache jetzt Feierabend. Obwohl, ne, ich muss noch Brot backen. Beziehungsweise Brotteig noch machen für morgen. So, meine Lieben, ich bin seit gestern in meiner Heimat in Polen, beziehungsweise direkt in der Heimat von meiner Mutter hier in Lubniewice. Das ist ja 2 Stunden Autofahrt. Und ja, wir machen hier nämlich Mutter-Tochter-Tage, beziehungsweise heute und morgen richtig Mutter-Tochter-Tag. Wir sitzen jetzt hier gerade in einem Hotel am Wasser, am See, bei Mutters ihrem See. Schön hier. Heute ist ein bisschen nicht so sonnig, aber ist auch ganz gut, dass es nicht so heiß ist heute. Und Mutti lässt sich gleich eine schöne Gesichtsbehandlung machen. Und dann lieber ein bisschen unterwegs. Mama will mich noch in ein schönes Café bringen später. Ne? Polnische Backwaren ist das Beste sowieso. Ne? Dann gehen wir noch später Fisch essen. Ja, wir gucken mal, wir teilen das auf. Morgen nehme ich euch nämlich mit. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gehört habt, aber es gibt so einen Laden, das ist wie so ein Second-Hand-Laden. Ne? Ja, es ist ein Second-Hand-Laden. Ja. Aber dort wird die Ware per Kilo verkauft. Das ist total witzig. Also kauft nicht so, dass die Preisschilder an den Klamotten dran sind, sondern wirklich so auf Kilogramm. Desto mehr Sachen ihr nehmt, desto schwerer die sind, desto teurer wird es halt. Und da wollte ich schon immer mal hin, weil Mama hat mir davon erzählt. Und da fahren wir auch noch hin. So, schaut mal so. Hier habe ich einen Teil meiner Kindheit verbracht. Hier. Ich zeige mal nur hier diesen schönen Flur. Da. Ja, hier wurde sehr lange nichts erneuert. Ich glaube, hier wurde noch nie irgendwas gemacht. Ja. Ich bin ja auch öfters noch in meiner Jugend so hergekommen. So, das war unsere City hier. Unser Treffpunkt in der Mitte. Jetzt gibt es lecker Fisch und hier typisch polnische Mixsalat. Lecker. Gönnen wir uns jetzt. Gibt es noch Nachtisch. No. In so einem fancy Café hier. Das ist Highlight, sowas hier, ne? Im Dorf. So ein fancy Café. So süß hier. Ja, wir sind hier an unserem See, ne? Und hier, ich habe gerade hier bewundert, diesen Garten hier, muss ich Schickmet zeigen. Schön gemacht hier. Da sieht man auch so große Tomaten, Blumen. Ja, der Himbeeren. Geht zwar so ein bisschen berghoch, aber
Hübsch. Ja, wir spazieren jetzt zum Schloss. Mein Akku ist leer, aber ich zeige euch noch das berühmte Schloss. Auf Deutsch. Was steht da? Der Lübensee. Ja. Hier war das Schloss. Ist ein deutscher Herzog, aber der hier wohnt, ne? Von Waldorf. Tu nie przyjdziemy, musimy się wracać. So, wir haben jetzt Samstag, 10 Uhr. Heute ist Einkaufstag. Und zwar habe ich euch ja gestern gesagt, wir gehen jetzt in diesen Second-Hand-Laden, wo es Sachen auf Kilogramm-Basis gibt. Und dann Lebensmittel einkaufen für zu Hause. Ne, also wir sind jetzt hier in Sulentin in der Nebenstadt zwischen Ljubnjevice. Ich bin ja auch hier vorbeigefahren. Ja, gucken wir mal, was es hier so gibt. Hier gibt es auch so kleine Märkte, das ist voll süß, so wie jeder so privat so sein Gemüse und Obst verkauft. Ich habe jetzt auch, war das 1 Kilogramm? 1 Kilogramm, welchen Honig habe ich genommen? Linde? Fall auch Honig hier so aus der Region. Ja, jetzt gehen wir mal hier in den Laden. So sieht der aus. Wie heißt das? Fashion Nova. Fashion Nova? Ja. Da alles auf Kilogramm-Basis. Aha. Sieht interessant aus. Sogar türkische Marken haben es nach Polen geschafft. Ein Tesettürkleid. Hier lauter Emailletöpfe. Das mag ich ja. Gibt es hier irgendeinen, der richtig, richtig hübsch ist? Hier, diese Dings, ne? Römertopf. Ah, siehst du, Mama? Jetzt können wir Preis vergleichen. Ich habe den nämlich bei Amazon geguckt. Da ist er 35 Euro. Jetzt guck mal, wie viel der hier in Polnisch ist. Wenn der günstiger ist, dann nehme ich den hier mit. Ja, das ist günstiger. Dann nehme ich den mit. Das sind keine 35. Nee, warte. Den nehme ich mit. Wisst ihr warum? Weil meiner ist kaputt gegangen. Meiner ist innen gerostet, weil meiner innen auch emailliert ist. Der hat aber innen ist der Edelstahl. Mach mal auf. Ja, hier, da ist nämlich Edelstahl drin. Der ist süß. Der ist süß, ne? Ja. Hat vielleicht noch eine andere Farbe. Der ist auch ganz süß hier, der da. Aber auch noch, der hat Oder schwarz. Oh, Mama, der ist schön. Mir gefällt die Farbe. Oh. Das ist Kırkır. Luxusvariante, neueste Modell von Kırkır. Die Türken kennen das, Kırkır. Das ist einfach, hinten sind so Rollen und wenn du das bewegst, dann nimmt er so die ganzen Krümel vom Boden. Und ich musste mal lachen, als ich den kleinen türkischen Kırkır gesehen habe, dass bei uns in Polen gibt es das auch. Ja. Aber in Deutschland kennt man das nicht, ne? Ich weiß nicht, wie das jetzt heißt, ne? Aber das ist halt der große Kırkır-Variante. Die modern und hier auch noch in modern. Hochmodern. Ferrari. Kırkır. Aber wie heißt wirklich na po polsku? Wie heißt das auf Polnisch? Oh, zapach, ich hab vergessen. Oh. Czekaj, może piszę. No odkurzacz, Staubsauger. Staubsauger. Der saugt aber nicht. Staub, das türkische Wort ist gut. Kırkır. Kır. Das macht Kır. Steht Staubsauger. Ja, hier sind wir in so einem Küchengeschäft, so Dings, was schon so ein bisschen qualitative Sachen hat. Oh, guck mal, Gärkörbchen, Mama. Okay, die Größe habe ich, die Größe habe ich auch. Aber eigentlich, guck mal, wie teuer die sind, weil eigentlich wollte ich ja mehr, wenn ich mal Teig vorbereite, der größere. 50 zł? Hier, 50. Ah, der große, 50. 12 Euro. Ja, okay, ist bei uns jetzt auch nicht anders. Ein Cappuccino, Karamellkäsekuchen und
Kindheitstraum Eclair. Die polnischen Eclairs sind next level. Und dann kaufe ich noch für die Kinder noch die fetten polnischen Pfannkuchen. Die lieben die ja auch. Pfannkuchen, ne? Berliner heißt die bei uns. Aber ja, davon nehme ich auch noch ganz viele mit für zu Hause. Vielleicht noch ein paar andere Kuchen. Mal gucken. Czy coś jeszcze? Tak, poproszę jeszcze tego sernika. Takie całe pudełko. So, jetzt Einkauf wie immer einmal bei Dino und Biedronka. Das sind unsere zwei Läden. Alle Tiere in Polen. Das ist wie so Aldi und Lidl oder so. Ne? Das ist so. Oh, guck, deine Haut peelt sich, Mama. Echt? Siehst du? Sie hat ja gestern ein chemisches Peeling gemacht. Ich habe Mama zum ihrem nächste Woche 60. Geburtstag eine schöne Gesichts-Wellness-Behandlung geschenkt. Ja, und ich sehe jetzt, hier löst sich die Haut. Juckt ein bisschen. No? No, chemische Peeling. Wirst du jetzt jung sein. Oi. Also, bei Dino ist immer den Käse, oder was wir holen. Ja, gucken wir mal, was es so gibt. So viel brauche ich jetzt nicht, so Käse und ja, für die Kinder so deren polnischen süßen Waffeln und so weiter. Wir schauen mal, was wir finden. Ich bin zu Hause angekommen, gesund und munter. Elhamdulillah, Weko auch super schnell, kein Stau und so weiter. Bring gerade den ganzen Einkauf rein. Übrigens bei diesem Lumpex, das ist auch so ein witziger Name, ne? Lumpex. Da wo die Lumpen waren, wirklich leider viele Lumpen nur da. Ne, meine Mama meinte auch, da muss man so Glück haben, ne, und zu gucken immer, welche Tage, wann so Ware reinkommt, dass da manchmal, ja, gute Sachen da sind, aber so, da war echt nichts Besonderes. Ja, Lebensmitteleinkauf gemacht. Ich habe noch ganz viele Sachen von Bekannten aus dem Garten mitgebracht und so weiter. Ich packe das jetzt alles aus, aber das Ganze packe ich euch ins nächste Video. Ich glaube, das ist lang genug. Deswegen, ja, seht ihr das Ganze dann nächste Woche. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ihm sehr, sehr gerne einen Daumen hoch da. Das würde mich freuen. Abonniert auch gerne den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Aktiviert wie immer die Benachrichtigungsglocke, falls ihr das auch noch nicht gemacht habt. Und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche beim nächsten Video wieder. Bis dann!